Hallo Leute, heute habe ich kein Gadget, auch kein Dampfer, sondern ein Technikvideo für euch. Und zwar geht es heute eigentlich um die Gould Web IP Überwachungskamera. Die habe ich ziemlich günstig ergattert und ob die aber auch wirklich ihren Dienst tut oder ob sie auch einwandfrei zu installieren ist, das könnt ihr mit mir folgen oder mit mir rausfinden, wenn ihr natürlich weiter dran bleibt. Bis gleich. So, da haben wir das gute Stück. Ja, Gould Smart Home Kamera. So steht sie oben drauf und arbeitet angeblich auch mit Alexa Echo Show. Ja, ich habe leider keinen Alexa und deswegen kann ich auch nicht nachvollziehen, ob die damit funktioniert. Aber wir werden jetzt erstmal die Kamera auspacken, kurz euch dann ein Installationsvideo zeigen und wie man die mit, wie gesagt, mit Android, aber auch auf PC laufen kann. Denn bei PC wird hier nichts drin angezeigt, aber ich habe es noch rausgefunden, wie man es am besten machen kann. Ja, wie gesagt, hier ist das gute Stück. Das hat hier verschiedene Icons. Ja, also wie man hier sieht, hier sogar der Strichcode für nachher für das Android oder iOS die Software runterzuladen. Ja, und dann packen wir noch mal das schöne Stück aus. Ja, kommt in so einer Verpackung. Nehmen wir raus. Hier haben wir einen großen Teil, die Kamera und eine Anleitung. So, das war es. Also, wir haben jetzt erstmal die 3 Teile. Wir haben hier eine Anleitung, die auch auf Deutsch ist. Und hier in dem Paket haben wir Dübeln und Schrauben sowie ein gewisses Tool hier. Das ist eigentlich eine Art Sechskant. Dann haben wir hier ein USB-C zu Micro-USB-C Kabel und noch ein Steckeradapter. Also ein Adapter. Ja, dann tun wir die jetzt noch Seite. Die Sachen brauchen wir jetzt erst gleich. Gucken uns erstmal die Kamera an. Die Kamera sieht wie gesagt so aus. Hat hier oben einen Infrarotsensor. Könnte aber auch ein Nachtsensor sein. Hier ist die Linse. Der Kopf ist beweglich. Man kann aber nur in eine Richtung unten, wie gesagt, eindrehen. Aber selbst ist der Kopf drehbar. Hier hinten haben wir ein Micro-USB, Entschuldigung, einen Micro-SD-Kartenslot. Übrigens, es ist keine Karte da. Die muss natürlich integriert selbst noch gekauft werden. Ich sage mal kurz die Daten. Es läuft auf eine WLAN-Adresse von 2,4 GHz. Auf 5 habe ich noch nicht ausprobiert oder gibt es, glaube ich, nicht Möglichkeit von dem jetzt 5 GHz. Eine SD-Karte, eine Micro-SD-Karte, das ist wichtig. Kann natürlich hier rein bis zu 128 GB. Sollte eigentlich auch am besten zuerst reingemacht werden, damit es auch dann abgespeichert wird. Ja, dann hat das Ding natürlich eine zweifache Audiowegsystem. Das heißt, man kann hier, scheint wohl das Mikrofon zu sein und hier ist der Lautsprecher. Und gegenüber kann man dann auch hier was sagen und auf der anderen Seite zuhören. Das ist zum Beispiel beim Babyphone natürlich nicht schlecht, wenn der Baby anfängt zu heulen. Dann wird automatisch das im Handy angepriesen oder auf dem PC laut dargestellt. Dann hat das eine 2 Megapixel Kamera mit 1080 Pixel. Ein Nachtsicht ist auf jeden Fall auch dabei bis zu 10 Meter. Kann als Babyphone, Überwachungskamera,
was noch? Also, ja, und eben hat eine Reichweite, die Linse von 110 Grad. Wir haben jetzt hier hinten schon gesehen, das ist wie gesagt die TFT Micro-USB-Karte. Hier oben haben wir einen Reset-Knopf, das werden wir gleich, euch gleich zeigen. Das ist, wie gesagt, hier ist der Lautsprecher. Hier ist der Micro-USB Stromanschluss und daneben, denke ich mal, müsste das Mikrofon sein. Ihr habt gesehen, es kann auch an der Wand oder irgendwo befestigt werden mit Dübel und Schrauben. Ja, das ist richtig. Ihr dreht einfach hier unten dieses Teil zur Seite und schon könnt ihr das, wie gesagt, anschrauben und die Kamera anschließend arbeiten. Die Kamera ist nicht für außen gedacht, sondern tatsächlich nur für drinnen. Ja, und hier wird einfach, wie gesagt, jetzt das Stromkabel unten angeschlossen. Hier rein. So, fertig. Und dann wird das, wie gesagt, am Stromkabel angesetzt. Dann eben nachher wird ein Geräusch ergeben. Und wenn ihr eine TFT-Karte, also eine Micro-SD-Karte eingesetzt habt, dann drückt man hier laut der Anleitung, wie ich es gerade gelesen hatte, wenn der Strom angeschlossen ist, solltet ihr dann bitte den Reset, deswegen noch dieses Zusatzbericht, ungefähr so 20 Sekunden lang drücken. Und dann hört ihr doch diese Musik. Und damit ist das jetzt eigentlich einsatzbereit. Und wir müssen, wie gesagt, jetzt die Software vom Handy runterladen. Und da gehen wir mal zu meinem alten Handy, nehme ich jetzt mal, und holen natürlich mal die Software runter. Ihr geht, wie gesagt, auf den Scanner und ihr scannt dann die Seite. Dann geht ihr zur Webseite, holt ihr die App hier runter. Das ist die sogenannte IO oder YI oder YL LOTS. Die tun wir dann installieren. So, ich habe die Software runtergeladen und ihr hört, normalerweise müsste jetzt, ja, ihr hört jetzt dieses Piep Piep, das ist hier jetzt damit eine Verbindung versucht aufzubauen für WLAN, denn die Kamera wird nicht direkt von WLAN angesteuert. Das heißt, wir müssen ihm erst freigeben, dass es eine WLAN-Verbindung gibt. Dazu macht ihr die Software auf und sagt dann Germany, ja, weiter. Jetzt gibt ihr eigentlich, ihr müsst jetzt euch folgen lassen. Ich bin schon registriert und ihr müsst euch noch registrieren. Also wenn ihr euch registriert, bitte gebt die Daten ein. Habt ihr euch registriert und auch anschließend angemeldet, dann kommt ihr in dieser Kategorie, also in diesem Feld rein. Ihr geht einfach weiter und wartet. Ihr sagt dann anschließend ja, er möchte auf Fotos, Medien und Daten zugreifen, zulassen. Und das hier bräucht ihr nicht erstmal zu machen. Das könnt ihr erstmal auf ein. Jetzt geht ihr oben auf OK, nochmal auf OK. Und jetzt seid ihr in diesem Feld. Ihr geht jetzt hier oben auf das Plus, um ein Konto next zu füllen und sagen, öffnen Sie den Standortdienst. Ja, set now. Ich musste kurz bestätigen, dass ich meinen Standort zugreifen lasse. Dann sagt ihr ja, mögliche Standort auf das Gerät zugreifen lassen, zulassen. Und jetzt steht hier Wi-Fi Connection. Jetzt geht ihr einfach hier oben auf das Wi-Fi Connection und jetzt wird hier geschrieben, dass warten Sie 20 Sekunden, bis ihr eine Sequenz mit 2 Tönen hört. Das ist ja das, was wir jetzt hören. Ja, ich habe die Sequenz gehört, steht jetzt hier unten. Und da klickt ihr drauf. Jetzt gebt ihr hier oben eure Fritzbox ein. Oder die könnte ja schon drin sein. Jetzt gebt ihr hier unten das Passwort von der Fritzbox ein. Ich habe jetzt das, wie gesagt, diesen Passwort das näher eingegeben und wir geben jetzt das Teil an der Kamera ein. Das heißt, diese Kamera wird jetzt so hingestellt, so dass sie das erkennt. Connecting to Wi-Fi.
ihr habt jetzt gehört, connected to Wi-Fi. Das heißt, es ist korrekt. Wi-Fi is connected. Also, es ist connected. Jetzt könnt ihr hier auf Weiter gehen. Pairing is successful. You can start using your camera now. So, ihr habt das also gehört. Ihr könnt jetzt hier oben noch einen Namen eingeben, zum Beispiel Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Garten, Badezimmer, Büro und so weiter. Ich lasse jetzt einfach nur, gebe den Kamera jetzt nur einen Namen ein, zum Beispiel einfach nur Home. Einfach nur für mich. Ja, und dann seid ihr fertig. So, dann habt ihr diese hier und dann könnt ihr hier unten auf die noch zusätzlich, wie gesagt, unbegrenzter Speicherplatz, wenn ihr eine Premium Cloud Service haben wollt. Das würde ich jetzt nicht, deswegen gehe ich erstmal kurz zurück und gehen jetzt hier auf die Kamera. Das ist jetzt die Kamera, die hier abgebildet ist und einfach hier könnt ihr jetzt, wie gesagt, die Kamera anklicken und schon habt ihr selber, ihr seht jetzt da, also wenn ich jetzt hier mit der Kamera hin und her gehe, dann seht ihr, da seht ihr, die geht. Es ist natürlich eine kleine leichte Verzögerung, das ist kein Problem. Ihr habt auch gehört, wie gesagt, dass die gerade sagte, dass das Wi-Fi Connection ist. Es gibt auch die Möglichkeit, hier die Wiedergabe überzugeben. Ihr könnt anschließend dann ich gucke mal, ob das zu sehen ist. Ihr könnt ja auch hier zum Beispiel auf HD einschalten. Wenn ihr jetzt auch eine sehr gute Internetverbindung habt, könnt ihr das natürlich machen. Hier oben ist es möglich, die auf 180 Grad zu wechseln. Ihr habt jetzt gesehen, dass er kurz gedreht, das Video, das Bild. Ja, und hier hat man natürlich noch Einstellmöglichkeiten. Kamera ein, Kameraname, Kameraeinstellungen, Escheschau und so weiter. Also Erkennungseinstellungen, SD-Card-Ring, Passwortschutz und so weiter. Aber das müsst ihr, wie gesagt, euch selber rausfinden. Das könnt ihr einfach nur in den Einstellungen kurz sagen. Ist ja eigentlich auch auf Deutsch gestellt hier. Also es ist nichts, was jetzt auf Englisch steht. Hier ist es wirklich auf Deutsch. Ja, also wie gesagt, ihr könnt auch hier mit die Kamera entfernen und meint noch keine Name da. Wiedergabe könnt ihr auch hier starten und so weiter. So einstellen tut er es nicht, wie man sieht. Da müsste man das nachher umschalten. Ja, und wenn ihr hier anschließend auf die Cloud Service geht, dann könnt ihr auch die Kamera, wie gesagt, hier unten habt ihr jetzt auch kleine Symbole. Die habe ich jetzt gerade vorher nicht gezeigt oder nicht gesehen. Wenn ihr anklickt, dann habt ihr hier unten Symbole, seht ihr. Und da sind auch die Symbole, zum Beispiel Aufzeichnen, Bild im Bild. Dann eben das Mikrofon. Das müsst ihr übrigens festhalten, das Mikrofon, um mit den Linien zu kommunizieren. Das kann aber auch mit dauerhaft eingesetzt werden. Dann die Lautstärke und so weiter. Also hier sind mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt es auch größer machen. Ihr seht, ich habe das jetzt größer auf das Handy. Und ihr seht auch, dass ich, wie gesagt, das die ganze Zeit mache. Ja, ihr könnt auch wieder normalerweise zurückdrehen. Dann müsste man eigentlich hier, ist jetzt nichts zu sehen. Gehen wir mal einfach Home, dann geht man automatisch wieder zurück. Hier ist wieder auf HD einstellen oder eben auf Auto einstellen. Das könnt ihr also, wie ihr belieben wollt. Ja, und die hat eine leichte Verzögerung. Man sieht hier, ich gehe einmal kurz hoch, ich versuche dann nochmal euch zu zeigen. Also ich gehe jetzt kurz einmal hoch und jetzt gehe ich ganz schnell runter. So, zack, zack, zack. Ja klar, hat die eine leichte Verzögerung. Das ist eben, wie gesagt, durch die WLAN-Verbindungen. Aber wie man sieht, die funktioniert. Ob es natürlich jetzt auch nachts funktioniert, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt mal, ja, ihr habt jetzt da... Er schaltet direkt auf Nachtsicht um, da hat man ganz kurz gesehen. Wenn ich das auf dunkel mache hier oben, dann müsste der normalerweise das zeigen. Klar, jetzt hat er hier auf umgeschaltet, jetzt haben wir hier schwarz-weiß. Das heißt also, es geht. Wenn ich jetzt wieder wegmache, zack, geht er wieder auf Farbe. Ja, also das ist jetzt wie gesagt die Einstellung hiermit. Ich werde euch jetzt kurz auch mal kurz einblenden,
wie die Verbindung vom PC ausgeht. Das ist ein bisschen leichter, schwieriger ist es nicht. Ihr müsst nur eine bestimmte Software runterziehen und eben euch da, wo ihr gerade eingeloggt seid gewesen, nochmal mit diesen Daten über diesen einloggen. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt und dann werden wir uns gleich in dem Fazit wiedersehen. Bis gleich. So, ich habe euch ja versprochen, euch auch auf dem PC zu zeigen, wie das funktioniert. Ihr ladet einfach den Link unten, der in der Beschreibung ist, diese Software runter. Und wenn ihr das getan habt und euch dann anschließend auf dem PC installiert habt, dann braucht ihr das nur doppelt zu klicken, um die Software zu öffnen. Dann kommt das, wie gesagt. Dann gebt ihr euch hier bitte die E-Mail-Adresse ein, die ihr zum Speichern gebraucht habt. Und eben das Passwort, wo ihr euch, wie gesagt, eingeloggt habt. Und dann geht ihr auf das rote Button und dann wartet ihr. Ja, jetzt habt ihr dieses Bild hier. Und dieses Bild ist jetzt natürlich auf Englisch. Ist aber nicht so schlimm, es ist ja eigentlich selbsterklärend. Normalerweise werden jetzt hier direkt, auch wie ihr seht, die Kamera gezeigt. Das ist jetzt nicht bei mir, weil ich es vorgemacht habe, sondern ich habe tatsächlich dieses WLAN-Gerät resettet und habe das neu installiert. Ihr habt jetzt gesehen, das Programm hat direkt schon die Kamera entdeckt. Ihr klickt einfach hier drauf und schon habt ihr hier die Kamera. Ich versuche jetzt mal zu bewegen. Ihr seht, er geht hoch und runter. Und das ist natürlich auch wie natürlich auch zeitverzögert. Das ist also zwar live, ja, also ihr seht das hier, es ist zwar live, aber eben zeitverzögert. Ich drehe mich mal kurz um. Ja, ihr seht das jetzt hier. Ich bin also live da. Es ist wie gesagt nur verzögert, aber es geht schon, wie ihr jetzt seht. Ja, also mehr braucht ihr auch nicht. Ihr könnt ja natürlich auch noch der HD einstellen, soundmäßig, ob ihr das aufnehmen wollt. Das könnt ihr hier natürlich noch da anzeigen. Und ich gucke mal gerade, ob das euch zu sehen ist. Ja. Das heißt also, ihr seht jetzt ein doppeltes Bild. Das, wie gesagt, ist jetzt eine kurze Überwachung. Ja, jetzt geht das schon ein bisschen schneller hier mit diesem WLAN. Ihr seht, das geht jetzt schnell. Ja, mehr ist es eigentlich auch nicht zu machen, also zum Installieren, also zum Gebrauchen. Ja, würde ich sagen, das war es auch mit diesen kurzen Technik. Der Rest ist selbst erklärend. Ihr könnt natürlich dann auch noch gewisse Einstellungen einsetzen und ob das dann natürlich funktioniert oder ja, man sieht, dass das völlig funktioniert, toll, super. Nein, aber welche Einstellungen eingestellt werden, das könnt ihr lieber selbst entlassen. Und ja, ich denke mal, wir sehen uns dann erst eben kurz in dem Fazitvideo. Ja, bis dann. So, da sind wir wie gesagt beim Fazit. Ja, ihr habt erst selbst gesehen, ihr habt auch das Technikvideo gesehen. Viel ist es hier nicht drüber zu reden, also nicht darüber zu sagen, aber auch, also die kleine Kamera macht genau schon das, was es sein soll, nämlich Aufnahmen, geschweige denn gute Bilder. Also ihr habt es schon gesehen, ein bisschen von diesem Monitor von mir, das ist natürlich nicht der neueste, aber es funktioniert einwandfrei. Ihr habt auch das Nachtsichtgerät gesehen, dass es auch nachts ist. Es wird natürlich hier hinten ein bisschen warm, was aber normal ist durch die WLAN-Verbindung. Es ist aber nicht extrem heiß. Also es fängt auch nichts an durchzubrennen oder sonstiges. Es ist ja ganz normal angenehm warm, wie eben eigentlich beim Handy oben auch ist. Ja, mehr ist halt eigentlich auch nicht drüber zu reden. Ich finde es gut, dass wenigstens ein Adapter dabei ist, dass auch noch Schrauben dabei sind. Das ist eigentlich eine schöne Variante, ja, und eben wie gesagt zum Resetten auch dieses kleine Tool dabei gefügt haben. Ja, wenn die einmal eingerichtet ist und auch hier speichern kann, dann reicht es vollkommen. Man kann damit, wie gesagt, alles Mögliche überwachen und die wird auch uns hier natürlich ihren Dienst erweisen müssen.
Und ja, mehr ist darüber eigentlich auch gar nichts mehr sagen. Es ist eine nice Kamera, also wirklich süß, finde ich die irgendwie auch interessant. Wie gesagt, ja, das war es eigentlich schon mit dem Fazit. Es ist auch alles selbsterklärend oder auch, wie gesagt, die Beschreibung ist auch gut erklärt, wie das funktioniert. Das ist also auch hier die AI-Loop, dass man die benutzen kann. Steht alles da drin eingeschlagen. Vielleicht 5 GHz hätte vielleicht sein können, aber für die Variante reicht diese 2,4 GHz Variante aus. Ja, ich würde sagen, das war es für dieses Video. Und ich hoffe, ihr würdet euch beim nächsten Technikvideo oder auch Dampfervideo sowie auch Gadget-Video wieder einschalten. Ja, bis dahin. Tschüss.